Hallo zusammen, frohes Winterhauchfest und herzlich willkommen zu Folge 109 von Silvers Cocktailkunde. Wie ihr ja hinter mir auch sehen könnt, das Winterhauchfest in Azeroth ist wieder in vollem Gange und wie schon in den letzten Jahren werde ich auch dieses Jahr wieder einen Drink speziell zu diesem Anlass kreieren. Die letzten Male habe ich ja häufiger mal Variationen des Winterhauch-Eierpunschs gemacht, das werde ich jetzt nicht nochmal machen, irgendwann ist damit auch mal gut. Deswegen habe ich geguckt, was es sonst so an Getränken in der Item-Datenbank zu diesem Fest gibt und ich habe tatsächlich noch mal eins gefunden, nämlich den Festtagstropfen. Jetzt sagt der Tooltip, dass dies ein schwach alkoholisches Getränk ist und auch wenn ich meistens im Vergleich mit dem Tooltip eher unterhalb der Beschreibung bleibe, was den Alkoholgehalt angeht, dieses Mal ist eine Ausnahme. Meine Variante ist nämlich doch relativ stark alkoholisch. Von daher weiche ich da an der Stelle jetzt mal in die andere Richtung ab. Wie man mein Rezept macht und was da jetzt so stark alkoholisches drin ist, das seht ihr jetzt. Und wieder einmal starten wir mit unserem Shakerglas und haben dann als erste Zutat etwas Besonderes, wieder eine selbstgemachte Zutat, 4 Zentiliter eines Butterrums. Wie man den macht, zeige ich in einem separaten Video. Dann kommen 2 Zentiliter eines Orangenlikörs Grand Marnier, der dann noch eine leichte Orangennote und etwas Süße reinbringt. Außerdem dann als drittes ein Barlöffel oder 0,5 Zentiliter Zuckersirup. Der ist für ein bisschen Textur in dem Drink zuständig und außerdem schwächt er ein bisschen die Schärfe des Alkohols ab. Für den Moment können die Werkzeuge jetzt einmal auf Seite, denn die nächsten Zutaten kommen spritzerweise in den Shaker und da brauchen wir dann keine Werkzeuge zu. Als erstes 2 Spritzer von Peychaud's Bitters sowie einen Spritzer Chocolate Bitters und dann ein drittes noch, das hatte ich allerdings nicht parat gestellt, deswegen muss ich es einmal frisch vom Regal holen, ein Spritzer Mandelsirup. Da die Sirupflaschen keinen so schönen Dasher-Aufsatz haben wie die Bitters-Flaschen, muss man hier ein bisschen mit ruhiger Hand einen kleinen Spritzer abmessen. So, und jetzt brauchen wir dann doch nochmal wieder ein Werkzeug, denn eine letzte Zutat kommt jetzt noch dazu, nämlich Zimt frisch gerieben. Dazu nehmen wir eine solche kleine Reibe, eine Muskatreibe und reiben ein bisschen was von der Zimtstange direkt in den Shaker. Hier kann man ein bisschen variieren, je nachdem wie zimtig man den Drink haben will. Einmal das, was daneben gegangen ist, kurz wegwischen, denn die Reibe ist da leider nicht so ganz genau. Und dann kommt der Inhalt auf Eiswürfel in den Shaker und wird einmal für knappe 10 Sekunden durchgeschüttelt, damit das Ganze verdünnt und abgekühlt wird. Dann öffnen wir den Shaker und lassen ihn noch kurz abtropfen, damit wir nicht zu viel von unserem Drink verschwenden. Bevor wir uns dann ein passendes Glas nehmen, in diesem Fall ist das ein Rocks Glas mit frischen Eiswürfeln. Und in dieses Glas seihen wir jetzt den Drink ab, und zwar mit einem Double Strain, um eventuelle größere Stückchen von der Zimtstange aufzufangen, damit die nicht in unseren Drink hineinkommen. Die werden dann nämlich durch diesen Feinmesh Strainer aufgehalten. So, das kann jetzt erstmal alles auf Seite und dann kommt natürlich noch eine Garnitur ans Glas. Dafür nehmen wir hier so einen Spieß mit Cocktailkirschen. So, das ist mein Rezept für den Festtagstropfen. Ihr seht es gleich noch einmal im Standbild, in der Videobeschreibung steht es natürlich auch drin. Ja, und damit war es das von meiner Seite für heute auch schon wieder. Ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen, frohes Weihnachten, Winterhauchfest oder was ihr sonst so feiert. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin, macht es gut und Prost! Hallo zusammen, herzlich willkommen zur Folge 109 von Silvers Cocktailkunde und ich wollte anders anfangen. Laut Tooltip ein eher schwach alkoholisches Getränk, ausnahmsweise ist das in meinem Fall bla. Hallo und herzlich willkommen zu Folge